Ein sehr großes Doppelbett im Heck, das berühmte Pössl Schwenkbad, eine schicke Sitzgruppe und einen großen Kühlschrank auf der Stirnseite der Küche. Das sind die Kernmerkmale vom Pössl Summit 600 Plus aus dem neuen Modelljahr. Das alles und viele weitere Details zeige ich euch in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Ich hoffe, ihr habt schon ein paar erste gute Eindrücke von dem Fahrzeug bekommen. Wenn ihr das Ganze nochmal mit richtigen, schicken Bildern sehen wollt, dann folgt uns auch bei Instagram. Einfach Togo Reisemobile suchen, da findet ihr uns schon. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos von uns verpassen wollt, dann denkt unbedingt dran, hier unter dem Video den Kanal zu abonnieren und dann die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft Mitteilungen bekommt, wenn neue Videos rauskommen. So viel in eigener Sache. Heute geht es um den Pössl Summit 600 Plus aus dem Modelljahr 2021. Sicherlich ein Fahrzeug, was viele jetzt momentan erwarten, weil der Summit durchaus zu der Baureihe gehört, die bei Pössl das meist nachgefragte Produkt ist, weil es wahnsinnig attraktiv im Preis-Leistungs-Verhältnis dasteht, weil das Schwenkbad eine ganz besondere Lösung ist und weil der Wagen einfach ein paar Dinge anders macht als alle anderen Fahrzeuge, die Pössl so im Programm hat. Damit hat er eine Alleinstellung und leider auch sehr lange Lieferzeiten, aber das werdet ihr merken, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Es ist einfach die Kombination aus einem Pössl Summit Werk, was nicht so viel Autos bauen kann wie andere Fahrzeuge und einen guten Preis und einer hohen Nachfrage. Summit kaufen dauert momentan leider länger. Auch auf den Wagen hier haben wir eine ganze Weile gewartet. Dafür ist er, wenn er da ist, aber dann umso schöner. Ja, ein Pössl Summit 600 Plus, wie der Name schon sagt, ist immer auf dem 599er Chassis. Wir haben die normale Höhe, wir haben einen normal breiten Ducato, das heißt, wir haben ein ganz klassisches Kastenwagenmaß. Standardmäßig mit dem 6 Meter Grundriss ausgestattet. Und so wie ihr seht, hat der Summit immer serienmäßig die Fenster drin. Wir haben schon mal ein Video von so einem Pössl Summit 600 Prime gemacht. Der sah witzigerweise von außen relativ ähnlich aus. Ich glaube, das ist das Video, wo wir am meisten Feedback dazu bekommen haben, wie cool so ein Auto ganz ohne Dekor ist und dass es vielen Leuten so auch gefallen würde. Das heißt, das, was wir hier haben, ist schwarz Metallic. Wir haben das Dekor komplett entfallen lassen und dieser Wagen wird jetzt in Kürze nochmal 18 Zoll Felgen von ORC mit dazu bekommen und dann ist er wirklich, ich wollte gerade sagen Pretty in Pink, aber es ist ja Beauty in Black. Ich weiß nicht, wie es dann richtig heißt, wird aber ein richtig schönes Auto. So schöne Autos gehören natürlich vernünftig abgesichert. Das heißt, wir haben hier alle möglichen Absicherungsvarianten mit dabei, unter anderem auch von Hero Solution eben diese Van Solution Schlösser, dass ihr die Schiebetür, die Hecktür mit solchen Schlössern von außen sichern könnt. Und wenn wir schon mal hier vorne sind, eben auch an den Fronttüren die Drehriegel haben, dass man nicht ins Fahrzeug reinkommt, womit man schon sehr viel mit abschrecken kann. Da haben wir doch auch ein Video gemacht, ne? Da haben wir auch ein Video gemacht, korrekt. Das verlinken wir euch am besten oben in der Ecke. Da könnt ihr noch so ein bisschen gucken, wie die Absicherung mechanisch in so einem Fiat Ducato, was ihr für Möglichkeiten habt. Wer darüber hinaus noch mehr machen will, dem können wir auch von Titronic zum Beispiel eine Alarmanlage mit einbauen, dass man da auch den Wagen nicht nur mechanisch, sondern auch akustisch und optisch zusätzlich mit absichert. Wenn man ein schwarzes Auto hat, braucht man natürlich auch eine schwarze Markise. Wenn man ein schickes Auto hat, dann ist so eine Regenrinne über der Tür auch eine coole Geschichte. Da ist gleichzeitig eine Lampe mit drin, dass ihr eine LED-Beleuchtung mit habt, die sogar dimmbar ist. Im Hellen wirkt das jetzt kaum, aber wenn ihr euch vorstellt, schön an der Atlantikküste, ausgefahrene Markise, die Sonne geht langsam unter, es wird dunkler, das Licht leicht gedimmt an, eine schöne kleine Ölfunzel auf dem Tisch, kann ich mir vorstellen, ist eine gemütliche Atmosphäre. Wir wollen heute aber bei den Fakten bleiben und schauen uns mal an, was wir von außen ans Auto angebaut haben. Das fängt nämlich hier hinten schon an, dass wir neben der Rückfahrkamera, die ja fast schon Standard ist in den aktuellen Kastenwagen, wir hier einen Busbiker mit angebaut haben. Den gibt es ja glücklicherweise seit letztem Jahr in dem Schwarz, damit passt er zu so einem schwarzen Auto natürlich perfekt. Um ihn aufzumachen, einmal hier entriegeln und dann kann man den ganzen Busbiker voll beladen wegschwenken. Das, was ihr eben schon auf den ersten Blick gesehen habt, hochgeklappt verlängert er das Auto kaum und wenn er runtergeklappt ist, dann habe ich auf einer sehr, sehr angenehmen Ladehöhe
Hier für 2 oder wenn man wollen würde auch 3 Fahrräder die Beladungsmöglichkeiten. Da können E-Bikes drauf, der kann also richtig was tragen und ihr könnt ihn voll beladen zur Seite schwenken. Hier hat er auch einen Endanschlag, dass da nichts mehr passieren kann. Wenn man den weggeklappt hat, kommt man dann nämlich perfekt an die Hecktüren ran und kann sich seinen Stauraum genau anschauen und kann gucken, was drin ist. Wir haben jetzt hier, weil der Wagen kürzer ausgeliefert wird, relativ viel mit drin. Einmal das Zusatzbett vorne für die Sitzgruppe. Dann hat der Wagen das Winterpaket, das man bei der kalten Jahreszeit hier hinten richtig schön zumachen kann. Schwarz ist das Bordwerkzeug und ansonsten habt ihr von der Aufteilung hier rechter Hand den Gaskasten. Einmal 5, einmal 11 Kilo Gas. Linke Hand den Frischwassertank und vor dem Gaskasten und hinter dem Küchenblock ist ein Schrank. Da gucken wir gleich von oben noch mal rein. Ich hole mir kurz mein Messwerkzeug, damit wir hier mal den neuen Stauraum ein bisschen vermessen können. Ich bin gleich wieder bei euch. So, wenn wir vernünftig messen wollen, haben wir hier, na, wo ist mein Laser da? Hier hinten unter der Quertraverse 70 cm Höhe. Unter dem Lattenrost dahinter ist es ein bisschen mehr, da sind es 76 cm. Und dann habt ihr hier in der Breite 1,03 Meter und von der silbernen Kante hier hinten an der tieferen Stelle 1,46. Und hier muss ich das ein bisschen frei Hand machen. Ist das ein bisschen weniger, haben wir 1,39 knapp, also ungefähr 1,40. Insgesamt denke ich ein absolut adäquater großer Stauraum. Das wird sich in dem Bett darüber genauso widerspiegeln. Das können wir von hier jetzt am besten messen. Von hier von der Matratzenkante bis zur Nasszellenwand haben wir 1,44 und das ist die schmale Seite des Bettes, glaube ich sogar. Und hier vorne, wo es ein bisschen breiter ist, bis zum Küchenblock, haben wir 1,55. Das nenne ich mal ein Bett für ein 6 Meter Auto. Das ist richtig breit und richtig gut. Die Länge dürfte die gleiche sein wie in den meisten anderen Ducatos. Ja, 1,95 Bettenlänge, also so wie so ein Fahrzeug gehört. Das, was auf den ersten Blick von hinten auffällt, ist, dass der Summit sehr viel Wert auf Raumgefühl legt. Das heißt, ihr habt die freie Blickachse von hinten nach vorne. Ihr könnt von hier den Fahrer- und Beifahrersitz sehen. Das heißt, es ist einfach kein Schrank da. Das geht natürlich zu Lasten von etwas Stauraum, aber in der Regel ist so ein Fahrzeug ja für 2 Personen ausgelegt und dann habt ihr eben auch für 2 Personen richtig viel Raum mit den umlaufenden Schränken hinten, mit dem ganzen Stauraum vorne. Das sollte locker reichen und dafür hat man eben das große Raumgefühl. Dafür ist es ein bisschen, gerade wenn man unterschiedliche Tagesrhythmen hat, ein bisschen weniger Trennung. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, einer von beiden steht ganz früh auf und der andere geht spät ins Bett oder einer muss arbeiten oder sonstiges, dann macht manchmal vielleicht zum Beispiel auch so ein Fahrzeug wie der Tubin R Plus mit dem Raumbad in der Mitte, wo ich einen klassischen Raumtrenner habe, auch Sinn, dass man einfach Schlafen und Wohnen klarer voneinander trennt. Wenn ihr ähnliche Rhythmen habt, hat das so aber sicherlich auch viele Vorteile. Ja, wir gucken noch mal an der Seite rum, was uns noch so auffällt und dann gucken wir gleich mal rein, wie schick der Summit 600 Plus von innen ist. Als Chassis haben wir jetzt bei dem Fahrzeug das 3,5 Tonnen Maxi-Chassis. Wie gesagt, das erkennt ihr an den Radläufen. Und die Plus-Modelle haben bei Pössl ja dann immer serienmäßig die Alufelgen, die der jeweilige Hersteller in dem Jahr hat. Das sind jetzt die Alufelgen Fiat Ducato Maxi-Chassis, Modelljahr 2021. Toilettenklappe ist klar, Abwassertank dort unten. Heizung, das ist immer wieder ein Thema. Beim Summit ausschließlich als Gasheizung lieferbar. Wir haben es über alle Wege angefragt. Eine Dieselheizung für den Summit ist derzeit nicht vorgesehen. Mal gucken, ob es in einem der nächsten Modelljahre kommt. Momentan ist das kein Thema. Ansonsten einfach ein schwarzes, dezentes, schickes Auto. Und wenn ihr euch die Nase von vorne noch ein bisschen mit anschaut, ist das da natürlich noch mal doppelt unterstrichen, weil wir einfach schwarz mit schwarzem Kühlergrill, schwarzen Scheinwerfern, schwarzen Stoßfängern haben und damit einfach insgesamt eine super schlüssige Geschichte. Ja, wenn wir in den Wagen reinstarten, haben wir natürlich die große Schiebetür hier. Zum einen habt ihr in dem All-In-Paket die Fliegengittertür mit dabei. Die hat also, der Summit hat das All-In-Paket serienmäßig. Also bei einem Summit ist die Fliegengittertür serienmäßig. Beim Summit 600 Plus ist auch die Trittstufe serienmäßig mit dabei. Bei den meisten anderen Summit-Modellen oder bei einigen anderen Summit-Modellen müsst ihr die ja dazu bestellen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das ist manchmal ein bisschen tricky, weil nicht klar ist, welches Auto hat was serienmäßig. Also immer genau die Listen lesen.
Die größte Änderung zwischen Modelljahr 20 und 21 ist die Neuanordnung der Küche. Das heißt, wir haben jetzt auch hier den Kühlschrank auf die Stirnseite bekommen. Das heißt, ihr habt den großen Kühlschrank über die gesamte Front mit der Tür, die einmal so angeschlagen ist, dass ihr von außen perfekt drankommen könnt. Aber genauso auch von der Innenseite alles super zu erreichen wäre. Sicherlich eine sehr, sehr gute Lösung, um einen Kastenwagen, das Raumkonzept, so wie es ist, perfekt auszunutzen. Das ist der 100 Liter Kühlschrank? Das ist ungefähr 100 Liter, ja. Ja, das sind ungefähr 100 Liter. 6,98, da steht's. 98 Liter. Bevor wir uns im Detail mit den optischen Dingen im Fahrzeug auseinandersetzen, gucken wir einmal, wo wir preislich bei so einem Fahrzeug ungefähr landen. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, wir haben hier einen Summit, wo nicht mehr so viel Luft nach oben ist in Dingen, die man machen kann. Also wir haben Automatikgetriebe, wir haben 160 PS, wir haben das Maxi-Chassis, Metallic-Lackierung, es ist das Raummöbeldekor Eiche Kupfer Bohrer, Gasumschaltung, Winterpaket, Zuziehhilfe für die Schiebetür, CP Plus Bedienteil, alles was das Herz begehrt, ab Werk letztendlich mit dabei. Da kommt ihr dann in der Größenordnung 52.000, 53.000 Euro für den Summit als reines Basisfahrzeug mit aus. Und wir haben dann hier, das sehen wir gleich, kommen wir Stück für Stück dran vorbei, wir haben den Busbiker mit Anhängerkupplung mit dran, den ihr hinten schon gesehen habt. Wir haben zusätzlich noch ziemlich viel Absicherung gemacht mit den Sicherheitsschlössern, mit so ein Prickstop hier in der Fahrradtür, die Schiebetür von innen nochmal zusätzlich abgesichert. Also viele verschiedene Sachen gemacht, dazu eine vollautomatische Sattanlage und wie gesagt schon 18 Zoll Felgen, die hier schon mit einkalkuliert sind. Radio, Rückfahrkamera, Solaranlage und Markise. In Summe, wenn man das alles mit dabei hat, dann kommt ihr so in der Größenordnung zwischen 60.000 und 65.000 Euro raus, je nachdem, was da ist. Das heißt, man kann den sehr günstigen Grundpreis durchaus nach oben treiben, wenn man sich aber anschaut, dass wir für Anfang 60.000 Euro hier ein Fahrzeug haben, was wirklich nahezu alles kann, dann ist das einfach im Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn mir bewusst ist, dass das sehr viel Geld ist, ein großartiges Angebot, würde ich einfach mal sagen. Das passt sehr gut zusammen. Da habt ihr auf jeden Fall dann schon mal eine Orientierung, wo sich so ein Summit bewegt. Ja, einmal die Maße, die wir brauchen. Ich habe hier schon mal ein Maßband versteckt. Wir haben einmal hier auf Tischhöhe 1 Meter bis zur Wand. Bis zur B-Säule und von der Nasszellenwand hier oben in der Ecke, na, ich hänge fest, so, 1,16 Meter. Das ist die ganz klassische 6 Meter Sitzgruppe. Inzwischen haben wir, glaube ich, fast gelernt, wie die Maße sind. Ist die Frage, sollen wir das bei jedem Auto messen, damit ihr einen Vergleich habt? Schreibt das mal unten mit in die Kommentare. Ich will euch ja nicht in jedem Auto neu wieder mit den gleichen Dingen langweilen. Das, was wir hier als Tisch haben, ist zum einen der Serientisch vom Format. Wir haben aber zusätzlich das Ausdrehteil mit dazu bestellt. Einmal wird das natürlich gebraucht, um hier vernünftig auf dem Beifahrersitz sitzen zu können, wenn man essen will. Aber auch wenn man das Zusatzbett vorne baut, ist das wichtig, dass das mit reinkommt. Der Tisch ausgezogen hat er 1,13 Meter und 53 cm ist er breit, so dass er dort ein richtig schöner großer Tisch ist. Den Wagen haben wir jetzt zusätzlich mit einer vollautomatischen Sattanlage ausgestattet. Das ist einmal so, dass man sitzend in der Sitzgruppe das gut benutzen kann. Wir haben das hier auf das perfekte Maß im Prinzip angepasst. Wenn man will, kann man den aber auch lösen und dann kann man den ganzen Fernseher rausnehmen. Und dann kann man eben auch vom Klo fernsehen, das ist vielleicht nicht der Haupteinsatz, oder eben auch aus dem Heckbettbereich das perfekt sehen. Das ist sicherlich eine komfortable Lösung und während der Fahrt rastet das hier wieder vernünftig ein. Wenn der Fernseher dann wieder an seinem Platz ist, dann habt ihr hier eine richtig schöne Küche. Zum einen hat der Summit 600 Plus ja schon von Haus aus links und rechts vom Waschbecken
viel Arbeitsfläche, die da ist. Wem das nicht reicht, der kann hier zusätzlich noch die Arbeitsfläche hochklappen. Ist auch nicht so eine einfache Kunststoffunterstützung. Man hat 2 richtig massive Stützen, dass man da auch durchaus mal einen Nudeltopf drauf abstellen kann. Wenn ich mir das jetzt hier noch hochklappe, dann habe ich hier eine richtig schöne Arbeitsinsel und sagen kann, das ist jetzt nicht wie zu Hause, aber es ist auf jeden Fall mehr, als ich in vielen anderen Kastenwagen habe. Wenn ich so viel Arbeitsfläche in der Küche habe, leidet da natürlich irgendwas anderes drunter. Und zugegebenermaßen haben wir hier ein etwas kleinere Kochfelder und auch nur 2. Wobei das in der Regel für das, was man macht, reicht. Und wer auch mehr draußen kochen will, zum Beispiel jetzt viel Fleisch grillen oder Fisch grillen will, dem bauen wir einfach noch eine zusätzliche Außensteckdose an für Gas. Und dann könnt ihr einen schönen Grill draußen hinstellen und die großen Sachen auch zusätzlich machen. Aber für das kleine Essen zwischendurch reicht das auf jeden Fall. Ja, wir klappen das mal wieder runter. Dann können wir nämlich hier ein bisschen gemeinsam in die Schubladen schauen. Einmal habt ihr die Besteckschublade hier oben, die auch richtig groß und schön ist mit vielen Fächern. Und darunter, auch jetzt im neuen Modell, ja komplett neue Auszüge. Eine sehr große Schublade hier und die hier unten ist etwas kleiner, weil durch den großen Kühlschrank hier so ein bisschen die Kühlschranktechnik ausgelagert wird. Und hier daneben, das öffnen wir auch nochmal, das ist eben der Kleiderschrank und das ist das, was ich von hinten vorhin gesagt hatte. Es ist ein bisschen eingeschränkt, wenn ich natürlich die große Raumachse von vorne nach hinten haben will, dann kann ich nicht gleichzeitig unendlich viel Kleiderschrank haben. Für denjenigen, dem das nicht reicht, haben wir hier drunter noch zusätzlichen Stauraum, der auch eine Kleiderstange mit drin hat, wo man die großen sperrigen Sachen zusätzlich mit wegpacken kann und natürlich den kompletten Heckstauraum auch mit dabei. Also insgesamt glaube ich schon ausreichend und gerade für 2 Personen. Man hat doch eh immer viel zu viel dabei. Vielleicht fängt man irgendwann mal wieder an, sich auf die wesentlichen Dinge zu reduzieren. Fällt mir wahnsinnig schwer, weil ich brauche dann doch das Buhlspiel, das Strandsegel, das dieses, das jenes. Man hat so viel dabei, man kriegt die Stauräume voll, aber richtig brauchen, wenn man ehrlich ist, tut man das alles nicht. Ja, das Zentrum, um das es sich in der Summit-Welt dreht, das berühmte Schwenkbad. Es ist halt schon einfach definitiv eine Nasszelle, die Dinge anders macht als alle anderen. Und das hat konzeptionell eben auch gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Aber auf jeden Fall kann man klar sagen, wenn einem dieses Konzept Schwenkbad gefällt, ist es von kaum einem anderen Konzept zu schlagen. Also durchaus eine schicke Lösung. Einmal, ich entriegel das mal hier und dann gehen wir einfach mal rein. Die Idee des Schwenkbades ist ja, dass man die gesamte Wand, daher der Name, schwenken kann. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite eine große Toilette und wenn man das will, schwenke ich das rüber und habe einfach eine verhältnismäßig große Dusche. Habe da jetzt keinen Vorhang mit drin. Es ist natürlich schon so, wenn ich als großer Mensch mich hier vorne dusche, dann spritzt hier ein bisschen Wasser rüber. Wir bleiben ja am Ende des Tages in einem Kastenwagen, also zaubern kann da keiner. Das heißt, man braucht keinen Vorhang bei der Dusche? Man braucht bei dem keinen Vorhang von der Dusche. Wir haben hier vorne die richtige Lamellentür und wir haben alle anderen Wände dort fest. Von der Stehhöhe haben wir hier vorne, da, 1,86 Meter, also es ist nicht so riesig hoch. Ich stelle mich da einfach mal rein, dann habt ihr eine bessere Idee. Das, was hier halt ganz elegant gelöst ist, ist, dass da, wo ich stehen will, ist quasi eine Kuppel. Wie bei alten Rennwagen, wo die großen Rennfahrer so kleine Dellen oben drin gehabt haben. Und wenn man eben fertig ist mit Duschen, nehmt ihr das Ganze, klappt das wieder vor und habt dann eine komplette Nasszelle. Der Nachteil, den ich mir mit dieser Lösung erkaufe, ist zum einen habe ich kein Fenster in der Außenwand. Also ich habe kein Fenster in der Nasszelle, das würde mir persönlich ein bisschen fehlen, das finde ich schade. Und die Toilette ist zwar groß und schön, aber, ich setze mich mal drauf, es ist jetzt nicht riesig viel Platz. Ich mache mal kurz hier zu. Ich überlege gerade, guck mal, wenn ihr mal mit hier um die Ecke guckt, kommt, es ist halt schon so, dass ich so ein bisschen im Nacken den Schrank habe, vorne an den Knien das hier. Jetzt bin ich aber auch nicht der klassische Kunde. Also für Sitzriesen oder für sehr kräftige Menschen ist das Schwenkbad eben durchaus auf beiden Seiten ein bisschen enger. Und da fährt man manchmal vielleicht mit einer klassischen Nasszelle sogar etwas besser. Aber ich verstehe den Charme und die Begeisterung für diese Nasszelle absolut, weil sie eben zum Duschen und zum Benutzen einfach großartig ist.
Das Bett hier hinten hatten wir ja vorhin schon mal gemessen. Das ist mit den 1,55 eben in dem Kastenwagen-Segment ein Riesenthema. Das ist einfach ein richtig großes Bett. Und gerade wenn man etwas kräftiger ist, ist es auch sehr angenehm, wenn hier kein Schrank ist, dass man einfach toll einsteigen kann. Insgesamt also auf jeden Fall was richtig gut funktioniert. Was der Summit sehr schön macht, ist, dass wir umlaufend Schränke haben. Und was ich immer total cool finde, sind so offene Ablagen. Im Hellen sieht man das jetzt kaum, aber hier hinten in der Ecke ist das auch mit einer kleinen LED von vorne beleuchtet, so dass man das so ein bisschen als Dekoration auch mit dabei hat. Und gerade wenn man dann abends im Dunkeln drin sitzt, macht ja so ein bisschen die indirekte Beleuchtung aus den Ecken durchaus viel vom Flair aus. Und hier, da kann man alles selber machen mit Lichterketten, aber wenn sowas von Haus aus schon mit drin ist, ist das natürlich auch eine tolle Lösung. Insgesamt habt ihr halt umlaufend die vielen Schränke, die sind schön groß, die sind tief, die haben super robuste Scharniere oben mit dran. Das ist schon eine Lösung, die Hand und Fuß hat. Wir haben die Rahmenfenster an allen Fenstern bis auf die Hecktür mit dran. Der Summit ist und bleibt eine Lösung, die in dem 6-Meter-Bereich sicherlich eine der attraktivsten ist, die man haben kann. Aber dafür haben wir jetzt ja auch in den letzten Videos immer mal wieder Vergleiche gemacht, um euch zu zeigen, wo die einzelnen Unterschiede zwischen den Fahrzeugen sind, dass ihr erkennt, was für euch wichtig ist letztendlich. Wenn man sagt, ich will ein breites Bett, ist der Summit eine super Lösung. Wenn man sagt, ich will das Schwenkbad, ist der Summit die einzige Lösung. Wenn man sagt, ich will lieber eine Dieselheizung, dann solltet ihr beim Tourin Plus und seinen Derivaten quasi einfach mal schauen, ob da was dabei ist, was euch gefällt. Mit einer Fußbodenheizung vielleicht ein Westfalia Columbus oder mit einem Doppelboden Lastrada Avanti XL. Es gibt unendlich viele Lösungen, die da sind. Schaut euch da einfach mal um und wenn ihr wisst, was euch gefällt, kommt gern auf uns zu. Ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Summit 600 Plus aus dem aktuellen Modelljahr erhalten. Für die Fragen, die noch offen sind, schreibt gern was in die Kommentare. Dann gucken wir mal, wo wir die Fragen beantworten können und wie wir das machen können. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit allen anderen Videos, die ihr in naher Zukunft hoffentlich noch von uns guckt. Bis bald bei uns in Stove. Alles Gute.